Hallo, ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen hier bei Selbstgemacht. Heute mache ich Roséwein-Muffins. Die Zubereitung und die Zutaten könnt ihr auch unten in meiner Videobeschreibung nochmal nachlesen. Für die leckeren Roséwein-Muffins heizen wir als erstes den Backofen vor, auf 160 Grad Umluft. Wir beginnen mit 250 Gramm Weizenmehl. Da geben wir einen halben Teelöffel Natron hinein, 2 Teelöffel Backpulver, ein Päckchen Vanillezucker, 1 Teelöffel Zimt und 80 Gramm gehackte Mandeln, 100 Gramm Schokoladenstückchen. Alles vermengen und dann fiel mir ein, es fehlt ja noch was, der Backkakao. 3 Esslöffel kommen noch hinein. Jetzt werden die trockenen Zutaten gut miteinander vermengt. In eine andere Schüssel geben wir 2 Eier. Wundert euch nicht, dass ihr gleich 4 Eier in meiner Schüssel seht, aber ich habe die doppelte Menge an Muffins gemacht. Dazu kommt 150 Gramm Zucker. Mit einem Handrührgerät verrühren wir den Zucker und das Ei kurz miteinander. (100 Milliliter neutrales Öl). Ich habe jetzt ein Rapsöl verwendet. Dann kommt noch 1 Esslöffel Rum dazu, 150 Milliliter Buttermilch und unser Hauptakteur, 1/8 Liter Roséwein. Alles wird kurz miteinander verrührt. In das Eigemisch geben wir jetzt die Mehlmischung hinein. Die trockenen Zutaten werden jetzt untergehoben. Zum Schluss nehme ich dann nochmal das Handrührgerät und rühre einmal den Teig kurz durch. Fertig ist der Muffinteig. Jetzt kommt der Teig in die vorbereiteten Papierförmchen hinein. In jedes Förmchen gebe ich so circa 2 Esslöffel hinein, aber macht die Förmchen nicht so voll, weil der Teig geht noch auf. So, jetzt geben wir das Ganze in den vorgeheizten Backofen. Auf der mittleren Schiene werden die Muffins jetzt für circa 20 bis 25 Minuten gebacken. Die gebackenen Muffins lassen wir dann für 5 bis 10 Minuten in der Backform noch ruhen. Und dann holen wir sie raus und geben sie auf ein Abkühlgitter. Schaut nur, wie schön sie aufgegangen sind. Solange unsere leckeren Muffins auskühlen, geben wir in 150 Gramm Puderzucker 2 Esslöffel Roséwein hinein. Dann verrühren wir das Ganze zu einem glatten Guss. Auf die ausgekühlten Muffins gebe ich jetzt kreisförmig den Guss darauf. Noch trocknen lassen und dann können wir die leckeren Muffins genießen. Ich würde mich jetzt ganz arg freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, mir nett kommentiert und mir einen Like hinterlässt. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal hier bei Selbstgemacht. Servus!